Wo willst du hin? Raus, jemandem was zeigen. Wem? Wo ist er denn jetzt? Weg. Wir sollten weiterfahren, wie Sie wünschen. Und du meinst, mit einem Essen ist alles wieder gut? Ich habe dich sehr verletzt, das weiß ich. Aber ich habe es wirklich nicht so gemeint. Ich liebe dich, nur dich. Das würde ich dir gerne glauben, aber ich... Es tut mir ja leid. Ich bleib auf jeden Fall dran. Vergiss es. Wirklich, Ed, ich verspreche dir. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Das nächste Mal kümmere ich mich selbst um das Blondchen. Wenn ich erst draußen bin, wird sie ihr blaues Wunder erleben. Mit anderen Worten, du traust mir nicht mehr. Einem Versager, Was kann ich dafür, dass die Kleine so gut wie nie allein aus dem Haus geht? da muss man sich eben was einfallen lassen. Hab ich doch. Wie das mit dem Nagel in der Pferdedecke. Zum Beispiel? Ja, das muss sie ja schwer beeindruckt haben. Auf deinen zweiten Brief hat sie nicht mal mehr reagiert. Da ist sicher nur was schiefgelaufen. Genau das ist dein Problem. Es läuft dauernd was schief. Aber jetzt übertreibst du aber. Hast du dir bei der ersten Geldübergabe vielleicht keine Papierschnipsel andrehen lassen? Das passiert mir sicher nicht nochmal. Ich frage mich, warum das überhaupt passieren konnte. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich ein paar Leute beauftragt habe, um mir zu helfen. Weißt du überhaupt, um was es hier geht, du Idiot? Ich habe dir natürlich nichts erzählt. Schluss jetzt. Ab jetzt machst du nur noch, was ich dir sage. Okay. Und von dem Typ, der sie ständig begleitet, lass dich bloß nicht erwischen. Das ist bestimmt ein Bodyguard. Jetzt verzieh dich. Kathi, ich habe den Auftrag, dich zu beschützen. Und diesen Auftrag erfülle ich. Zwischen Beschützen und totaler Kontrolle gibt's ja wohl einen kleinen Unterschied. Deine Intimsphäre respektiere ich natürlich. Ich darf allein aufs Klo? Oh, wie großzügig. Kathi, entweder du hältst dich an die Spielregeln oder ich kündige. Dass deine Mutter davon begeistert wäre, möchte ich allerdings bezweifeln. Okay, ich versuch's. Das reicht mir nicht. Gut, ich befolge alle deine Anweisungen. Reicht dir das? Schon besser. Ach, und noch was. Könntest du mit mir durch den Park reiten? Es gibt immer noch Ecken, die ich nicht kenne. Muss das sein? Jetzt fang doch nicht schon wieder an. Die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Also gut, meinetwegen. Ich zieh mich dann nur schnell um, ja? Sag mal, was bildet der sich eigentlich ein? Wir sind doch hier nicht im Knast. Die Alternative heißt Singapur. Vergiss das nicht. Ja, ich höre schon auf. Wir sollten lieber aufpassen, dass der Rudi nicht in die Mangel nimmt. Sonst kommt das mit dem manipulierten Sattel in 0, nichts raus. Ach, Rudi wird schon dicht halten. Sag mir lieber, was wir mit dem Erpresserbrief machen. Möglichst gut verstecken. Verbrennen wäre mir allerdings lieber. Unser bestes Beweisstück gegen Clarissa? Da müssten wir ganz schön doof sein. Ich weiß, dass das mit Marco ein bisschen schwierig ist. Aber es geht doch nicht anders. Und hat Uli schon entschieden, was er jetzt machen will? Also ich würde an seiner Stelle eine Weltreise machen. Ich kann sie mir mal vorschlagen. Hallo, guten Tag. Oh, guten Tag. Hallo? Hallo, Arno? Tag. Ich habe dir deine Post mitgebracht. Es könnte ja was Wichtiges dabei sein. Das sind sowieso nur Rechnung und Werbung, aber danke. Wollt ihr irgendwas trinken? Ach ja, einen Kaffee vielleicht? Ja, dann setzt euch doch. Hm? Hallo Nina. Guten Tag. Ich weiß, Sie haben sicherlich zu tun, aber ich müsste Sie dringend sprechen. Klar, kein Problem. Ich will ja nicht neugierig sein. Aber Wer ist denn diese Frau? Ist das Arnos neue Freundin? So, dann zeig ich dir mal die geheimen Ecken von Friedenau. Ein bisschen frische Luft kann uns nicht schaden. Ja, du hast ja recht. Du bist sicher, dass du reiten kannst, nicht, dass du uns nachher vom Pferd fällst. Da mach dir mal keine Sorgen. Oh, das möchte ich auch gerne lernen. Was denn? Reiten natürlich. Kannst du doch.
Sobald du wieder ganz gesund bist, bringe ich es dir bei. Schon toll, wenn man seinen eigenen Reitstall hat. Der dir jederzeit offen steht. Natürlich. Ich gehe rüber etwas Musik hören, ja? Gut. Hallo. Oh, ich hab dich gar nicht gehört. Wollen wir nicht ein wenig in den Park gehen? Du sitzt doch schon seit Stunden hier. Du hast einfach den falschen Mann geheiratet. Ich habe nie Zeit für dich. Ich habe mir schon überlegt, wie ich dich unterstützen soll. Bloß nicht. Es reicht auch, wenn einer von uns ständig hinter dem Schreibtisch hockt. Ist das eigentlich der Brief von dem Detektiv, den ihr auf Clarissa angesetzt habt? Ja. Er hat aber noch nichts Konkretes gefunden. Er sucht weiterhin Clarissas ersten Mann. Naja, Südamerika ist nicht gerade klein. Du sagst es. Und Peter Kaufmann ist nicht der einzige Deutsche, der dort untergetaucht ist. Seid ihr denn inzwischen sicher, dass er noch dort lebt? Nein, leider nicht. Aber es ist unsere einzige Spur. Meinst du nicht, du hättest eine kleine Pause verdient? Allerdings. Und zwar eine etwas längere. Wir könnten ausreiten. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das ist Ninas Mutter, was für ein Zufall. Lass uns bitte von was anderem reden, ja? Bitte sehen, Erika. Wir sehen uns ja heute Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Werden wir bestimmt haben bei dem schönen Wetter. Tschüss. Du kannst dich ja echt gut zusammenreißen. Die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Ist komisch, Anno mit einer anderen Frau zu sehen, was? Was soll denn daran komisch sein? Aber es stört dich doch, oder? Also, Nina. Ja. Tschüss. Tschüss. Tja, es wird sich ja einiges ändern. Wollt ihr wissen, was mir gerade Charlie Schneider erzählt hat? Erzähl. Sie will das No Limits verkaufen. Und zwar möglichst bald. Sie macht ein Bistro auf. Irgendwas Edles. Wie findest du das? Was? Ist ja auch egal. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Was macht er denn da? Stimmt was mit dem Sattel nicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist die Decke verrutscht. Die Decke. So, können wir los? Falls Heine heute noch mal fertig wird, ja. Was sucht er denn da eigentlich? Er guckt nur, ob irgendwas zwischen Decke und Sattel steckt. Zwischen Decke und Sattel. Was soll denn da sein? Ein Dorn? Ein Dorn. Naja, von mir aus können wir dann jetzt auch los. Gut, los geht's. Dorn, ist dir nichts Besseres eingefallen? Na, Hauptsache, er hat's erstmal geschluckt, oder? Ich dachte, du schläfst. Nein, ich träume nur so vor mich hin und genieße die Musik. Aber es geht dir doch gut, oder? Ja, sehr gut. So lieb, wie ihr alle zu mir seid. Sag mal, Isabel, wärst du sehr traurig, wenn Caroline und ich für 2 Tage verreisen? Nee, gar nicht. Wohin wollt ihr denn? Nach Paris. Aber deine Schwester weiß noch nichts davon. Eine Überraschung. Das ist ja schön. Dann spricht also nichts dagegen, ja? Na hör mal, ich will euch doch nicht den Spaß verderben. Wenn es dir wieder besser geht, dann können wir auch mal zu dritt verreisen. Genau. Aber jetzt macht euch erstmal ein paar schöne Tage in Paris. Ich komme mir gut alleine klar. Wunderbar. Und entschuldige nochmal, dass ich dich aus deinen Träumen gerissen habe. Machst du die Musik wieder etwas lauter, bitte? Klar. Nina ist im Moment etwas empfindlich. Entschuldige dich doch bei ihr, dann ist die Sache vom Tisch. Sie wird sich schon wieder reinkriegen. Ja, sicher. Bestimmt. Ich will mal kurz auf Toilette. Nina, jetzt stell dich doch nicht so an. Ach, du sprichst wieder mit mir? Ich habe einen Moment mal an was anderes gedacht. Ist das denn so schlimm? Dass ich wahrscheinlich meinen Job verliere, ist ja auch nicht weiter wichtig. Du wirst es nicht glauben, aber genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Tatsächlich? Ich habe das Gefühl, dass du dich nur noch mit Arno und Elisabeth beschäftigst. Fängst du schon wieder damit an? Meinst du, ich habe nicht gesehen, wie irritiert du warst, als die beiden vorhin hier waren? Es wird langsam zur fixen Idee bei dir. Wundert dich das?
Sag mal, was willst du eigentlich? Ich habe mich doch von Arno getrennt. Ja, räumlich. Nina, ich will mit dir zusammen sein, so oft es geht. Darf ich dir einen Vorschlag machen, damit du mir endlich glaubst? Bitte. Also, wenn du deinen Job verlieren solltest, weil Charlie die Kneipe verkauft. Ja. Du könntest doch eigentlich wieder bei mir in der Agentur anfangen. Was hältst du davon? Der Park ist ganz schön groß, hm? Riesig. Und nicht gerade übersichtlich. Hier bräuchtest du eine Armee, um Kathi ausreichend zu beschützen. Ich fürchte aber, sie muss mit mir Vorlieb nehmen. Als ich mich neulich an euch rangeschlichen habe, hast du mich auch nicht bemerkt. Richtig. Aber 2 Sekunden später lagst du schon am Boden. Ich bin ja auch kein Profi beim Angreifen. Kein echter Verbrecher eben. Wenn ich eine bessere Technik hätte... Ein echter Verbrecher hätte sich sowieso ganz anders verhalten. Und wie? Ein Profi hätte erkannt, dass ich Bodyguard bin und hätte vermutlich erstmal gar nichts unternommen. Und wenn er dir den Gefallen nicht tut? Seitdem ich auf Kathi aufpasse, ist doch nichts passiert, oder? Nee, stimmt schon. Oder etwa doch? Nein, wieso? Weil du mich jetzt schon zum 2. Mal fragst, ob Kathi nicht doch in Gefahr ist. Ich werde mir ja wohl Sorgen um meine Freundin machen dürfen. Ich wundere mich ja nur. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Potvin. Au revoir. Mein Vorhaben entwickelt sich ganz hervorragend. Jetzt machst du mich aber neugierig. Was hältst du von einem Abendessen im besten Restaurant der Stadt? Französische Küche, selbstverständlich. Auch heute? Ich liebe französische Küche. Dann müssen wir uns aber beeilen. Und Sachen für 2 Tage müssen wir auch einpacken. Wir verreisen? À Paris? À Paris? Habe ich das nicht erwähnt? Oh nein, die Überraschung ist dir wirklich gelungen. Wir übernachten in einer Suite mit Blick über die ganze Stadt. Einfach nur so. Ohne Grund? Was heißt ohne Grund? Ich liebe dich. Henning, ich fürchte, wir können nicht fahren. Wieso das denn nicht? Ich kann Isabel nicht so lange alleine lassen. Ach, das habe ich doch längst geregelt. Sie hat nichts dagegen, dass wir fahren. Ich habe mit ihr gesprochen. Und sie war nicht sauer? Immerhin habe ich ihr versprochen, mich um sie zu kümmern. Sie freut sich für uns. Und außerdem ist sie ja nicht alleine auf dem Schloss. Tun mir die Füße weh. War wohl anstrengend, euer Ausflug. Ja, dafür kenne ich jetzt die schönsten Ecken von Düsseldorf. Und alle Straßen mit Kopfsteinpflaster. Komm, setz dich. Ich mach das schon. Oh, ich danke dir. Tolle Blumen. Ja, Arno ist eben ein Kavalier der alten Schule. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Es geht um was anderes. Und um was, wenn ich fragen darf? Ich habe heute mit meiner Chefin gesprochen. Sie will das No Limits verkaufen. Dann habe ich wohl keinen Job mehr. Also falls du Geld brauchst, ich helfe dir natürlich gern. Das ist lieb von dir, aber nicht nötig. Erika hat mir einen Job in der Agentur angeboten. Und da machst du so ein Gesicht? Du, ich fand den Kneipenjob gar nicht so übel. Als Grafikerin zu arbeiten, das ist doch viel spannender. Ja, schon. Aber In der Kneipe zu jobben, das ist nur was für ein Übergang. In der Agentur, da kannst du kreativ arbeiten. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht das Problem. Wenn ich wieder in der Agentur bei Erika anfange, dann bin ich beruflich von ihr abhängig. Ja und? Das möchte ich nicht. Ach, Erika ist bestimmt eine wunderbare Chefin. Ich finde, man sollte Privates und Berufliches trennen. Ach, warum? Wenn in einer Beziehung alles in Ordnung ist. Oh, bei euch ist doch alles in Ordnung, oder? Mann, ist das Zeug schwer? Ja. Ups. Danke nochmal für den Mixer. Dankeschön. Du freust dich wenigstens. Du meinst im Gegensatz zu Nina? Ich hätte mir ihre Reaktion auf mein Jobangebot schon ein bisschen anders vorgestellt. Die ist einfach nur ein bisschen durcheinander. Warum, wenn ich fragen darf? Naja, so wie du auf Elisabeth und Arno reagiert hast. Wie denn? Du warst eifersüchtig, als die beiden in No Limits aufgetaucht sind. Ich? Also ich finde, das hat man dir angesehen. Jedenfalls, wenn man dich gut kennt. Das ist doch kompletter Unsinn. Nina war jedenfalls nicht gerade begeistert. Das bildet sie sich wirklich nur ein.
Ich bin nicht mehr an Arno interessiert. Er kann tun und lassen, was immer er will. Warum hast du Nina denn den Job in der Agentur angeboten? Weil sie ihn braucht. Wenn du die ganze Zeit mit Nina zusammen bist, musst du vielleicht nicht mehr an Arno denken. Also Millie, wirklich, wie kommst du auf so eine absurde Idee? So absurd finde ich die gar nicht. Ich habe Nina den Job aus einem einzigen Grund angeboten. Weil ich ihr helfen möchte. Ich muss los. Meine Flugstunde fängt gleich an. Und ich nehme jetzt erstmal ein schönes heißes Bad. Da kommst du ja aber nicht mit, oder? Nein, nein. Bringst du Kathi bitte rüber? Ich bin hier gleich fertig. Keine Angst. Ich komme nicht mit rein. Ich bleib vor der Tür stehen. Aber pass auf, dass du nicht auf der Seife ausrutscht. Haha. Marc, mach's gut. Wir sehen uns. Schöne Pferde. In ausgezeichneter Verfassung. Der Graf achtet sehr darauf, dass hier alles in Ordnung ist. Kein Wunder bei so schönen Tieren. Die sind bestimmt ein kleines Vermögen wert, oder? Eher ein großes. Dann haben Fremde wohl keinen Zutritt zu den Stallungen, oder? Naja, ab und zu verirren sich mal ein paar Touristen oder Wanderer. Ach so. Dann haben die wahrscheinlich die Steine unter den Sattel geschoben. Was? Wer hat Ihnen denn den Bären aufgebunden? Ach, Kathi hat da nur sowas erwähnt. Also eins sage ich Ihnen gleich. Ich habe damit nichts zu tun. Womit haben Sie nichts zu tun? Dass Kathi neulich abgeworfen wurde. Meine Schuld war das nicht. Eino wird Ihnen das bestätigen, der war dabei. Schon gut, Rudi. Du bist ja doch da. Ich habe dich vorhin gesucht. Da muss ich gerade spazieren gewesen sein. Alleine? Warum denn nicht? Mich wundert nur, dass du dir das schon zutraust. Du siehst ja, dass es mir schon wieder viel besser geht. Schon, aber... Falls du dir Gedanken machen solltest wegen eurer Reise nach Paris, ich komme sehr gut alleine klar. Dann macht es dir also nichts aus, dass wir fahren? Absolut nicht. Ich gönne dir doch dein Glück mit Henning, keine Angst. Dann sind die alten Geschichten also endlich vergeben und vergessen. Auch das mit Sebastian? Erst war er mein Freund, dann war er dein Freund. Jetzt ist er unser gemeinsamer Ex-Freund, was soll's? Da siehst du ja ziemlich locker. Immerhin war es nicht immer leicht für uns. Der Typ hat doch nur unsere Gefühle ausgenutzt. Deine und meine. Schön, dass das jetzt endlich ausgestanden ist zwischen uns. So. Und jetzt schreibe ich dir erstmal den Namen und die Telefonnummer vom Hotel auf. Falls etwas ist. Sag mal, wärst du eigentlich auch gefahren, wenn ich mit eurer Reise nicht einverstanden gewesen wäre? Natürlich nicht. Na, ihr beiden, wie geht's? Alles in Ordnung. So. Und das ist die Vorwahl von Frankreich. Schon klar. Ich habe auch schon mal ins Ausland telefoniert. Ich verstehe deine Befürchtung. Aber ich würde Erikas Angebot eher als Chance sehen. Weniger als Bedrohung. Ja, aber bei einer fremden Person könnte ich einfach kündigen. Bei Erika wäre gleich unsere Beziehung gefährdet. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man fast alles in gutem Einvernehmen lösen kann, wenn man nur will. Ach, guten Abend, Elisabeth. Guten Abend. Na, hat Arno mit Ihnen die Tour komplett gemacht? Ich fürchte fast ja. Der Mann hat eine Energie. Ja. Aber entschuldigt mich, ich muss noch mal weg. Du bist ein freier Mensch. Na, hoffentlich. Können Sie das Ihren Füßen denn schon wieder zumuten? Ach, die haben gar keine Wahl, die müssen einfach mit. Bis dann. Und? Hast du dir mein Angebot noch mal überlegt? Ja, aber ich weiß nicht so recht. Komm, ist doch nur gut für uns beide. Ich wäre zwar deine Chefin, aber nur rein formal. Wir haben doch früher auch gut zusammengearbeitet. Das würde alles rein partnerschaftlich ablaufen. Das glaube ich dir ja, aber das ist nicht das Problem. Sondern? Arno. Was hat der damit zu tun? Okay, dann sage ich es eben ein bisschen deutlicher. Es geht um deine Gefühle für ihn. Die sind rein freundschaftlich. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe dich genau beobachtet. Du machst dir da was vor.
Ich habe keine Lust, am Ende wieder die Leidtragende zu sein. So, das lernen jetzt alle. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Guten Abend. Hallo. Grüß dich. Ist Kathi noch draußen? Wo soll ich das wissen? Ich komme gerade von der Flugstunde. Ist sie dir denn nicht nachgefahren? Mir nachgefahren? Wie kommst du denn darauf? Weil ich sie im Schloss nirgendwo finden konnte. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Dann hat sie sich aus dem Staub gemacht, ohne mir was zu sagen. Das ist sonnenklar. Was, du lässt sie doch sonst keine Sekunde aus den Augen. Falls du dich erinnerst, wollte sie ein Bad nehmen. Ich kann mich ja wohl schlecht neben die Wanne stellen. Ja, schon, aber wir müssen sie suchen. Sonst passiert wieder etwas. Gut, dann schlage ich vor, du gehst noch mal die Zimmer ab. Ich suche draußen nach ihr. Okay. Christiane, Ja, Herr von Anstetten? ich möchte bitte, dass es meiner Schwägerin an nichts fehlt. Erfüllen Sie jeden Wunsch, ja? Mach ich. Dankeschön. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf Paris freue. Ich hoffe nur, du hast nicht vor, mich durch den Louvre zu schleppen. Natürlich. Kultur muss sein. Na gut. Aber das ganze Programm, von der Antike bis zur Moderne, das stehe ich nicht durch. Hättest du denn einen Gegenvorschlag zu machen? Mhm. Wie wär's mit einer romantischen Bootsfahrt auf der Seine? Akzeptiert. Oh, ich glaube, wir müssen los. Entschuldigt, dass ich nicht zum Essen gekommen bin. Ich muss vorhin eingeschlafen sein. Das ist doch wunderbar. Du sollst dich doch ausruhen. Ah, das Taxi kam. Ja, also Isabel. Sei nicht traurig. Wir sind bald wieder zurück, ja? Mach dir keine Sorgen. Die Nummer vom Hotel hast du ja. Ja, die werde ich bestimmt nicht brauchen. Gut. Und du hältst hier die Stellung, ja? Alles klar. Ich wünsche euch beiden eine schöne Zeit in Paris, ja? Danke. Sag mal, ist dir nicht gut? Doch, es ist nichts weiter. Isabel, was hast du denn? Isabel? Bist du verrückt geworden? Was soll das? Ein Glück. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Kannst du mir mal sagen, was los ist? Ich dachte, dir wäre was passiert. Im Bett? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Marc hat dich im ganzen Schloss gesucht. Wieso das denn? Er hat doch gewusst, dass ich hier bin. Er hat doch gerade noch behauptet, dass ich... Oh nein, er hat mich reingelegt. Der muss irgendwas mitgekriegt haben. Oh nein, jetzt hör bloß auf. Wenn er was von dem Anschlag erfährt, dann schickt er mich sofort zu meiner Mutter. Sag mal, wieso erzählst du Heine so einen Blödsinn? Du hast doch ganz genau gewusst, dass ich hier oben bin. Das war nur ein Test. Ob er mein Zimmer findet oder was? Ich habe vorhin mit Rudi gesprochen. Die Geschichte mit dem Dorn im Sattel war nicht sehr überzeugend. Quatsch, da war überhaupt nichts. Und warum hattest du dann so panische Angst, dass Kathi schon wieder etwas zustoßen könnte? Heino, ich kann Kathi so nicht beschützen. Du musst mir die Wahrheit sagen.